Hier ist der Walter Pfisterer vom Arca Shop. Wir machen euch heute ein Video über L-Brackets. Es ist nicht das erste Video über L-Brackets, aber im Moment würde ich sagen, es ist das lohnendste. Vielleicht zur Einführung, warum bin ich der Meinung, dass man L-Bracket unbedingt braucht? Das zeige ich euch jetzt anhand dieses Beispiels hier. Dazu gebe ich die Kamera jetzt mal in Horizontalposition in den Kopf und dann drehen wir tun so mal, als ob wir kein L-Bracket hätten, tun wir das in die Vertikalposition, also in die hier. Ich habe mir jetzt mal hier, um euch das zu zeigen, so ein kleines Maßband an mein Stativ befestigt und schaut mal, wir sind tatsächlich 20 cm, im Prinzip 20 cm aus der Stabilitätsachse, die vom Stativ her vordefiniert wird. Also die Stabilitätsachse ist die Achse, die einfach senkrecht über der Mittelsäule ist. Das kann einfach nicht so stabil sein, als wenn die Kamera sich hier direkt eben in der Stabilitätsachse befindet. Das ist ausgeschlossen. Ja? Da bewegt sich nichts. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist Gestaltung. Wenn ich jetzt irgendwie eine Baumallee fotografiere oder Fahnenmasten, dann möchte ich schon auch mal haben, dass die Bäume oder der Fahnenmasten, dass die einfach schräg oder diagonal durchs Bild laufen. Also verändere ich meine Kamera, indem ich sie leicht 15, 20 Grad abkippe, meinetwegen auch in die andere Richtung. Und kann super easy mein Bild gestalten. Jetzt nochmal zur Wiederholung, wie denn das Ganze aussieht, wenn wir das hier in die Vertikale bringen. Da bin ich halt am Ende. Da kann ich nicht mehr viel machen. Ja, da hört die Verstellmöglichkeit hört's auf. Da tue ich mir nichts mehr mit Diagonale. Da gestaltet dann die Voraussetzung oder der Kopf gestaltet dann mein Bild. Und hier, so, da gestalte ich mein Bild und ich bin der Fotograf. Die dritte Sache, und das ist tatsächlich auch nicht zu unterschätzen. Das hört sich zwar doof an, aber nee, es ist so. Ich benutze das tatsächlich eben auch als Tragegriff. Und dann kann ich mal so oder mal so mit der Kamera ganz locker durch die Straßen schlendern. Das sind jetzt mal die Allgemeingründe, warum ich der Meinung bin, ohne L-Bracket geht es wirklich nicht. Das ist jetzt nicht irgendein Teil, wo ich sage, nice to have. Nee, ich will gescheite Bilder und wenn ich gescheite Bilder will, brauche ich ein L-Bracket. Von dreien machen wir jetzt eine ganz, ganz kurze Ansage, warum die auch im Programm sind und warum sie auch nötig sind. Aber ja, es kommt. Gut, das erste, das ist hier eine Phase One. Und für die Phase One hat Arca Swiss ein eigenes L-Bracket entwickelt. Das ist das einzige L-Bracket von Arca, das wirklich auf einen einzigen Kameratyp gebaut ist. Das ist das L-Bracket für die Phase One. Ich habe hier unten zwei Nippel und die ragen direkt in den Kamerabody rein und so habe ich das Ding verdrehsicher dran. Super Sache für die Phase One, darum geht es heute nicht, deshalb weg. Das nächste, das war seither eigentlich die Universalwaffe schlechthin. Das war hier das Classic L-Bracket. Mit dem Classic L-Bracket keine größere Kameras, Spiegelreflexkameras, auch eben mit dem Akku, kann ich wunderbar, kommt es da dran. Und durch die Verstellwege, die der L-Bracket hat, kann ich das einfach einsetzen. Hier, das ist auch ganz geschickt, ja, komme ich immer mit dem Kabel ran. Super Sache. Dann noch eine Sache. Unten in der Base habe ich verschiedene Bohrungen drin,
so dass an verschiedenen Kameras, gibt es ja verschiedene Löcher auch unten drin, und dann kann man das verdrehsicher anbringen. Dass es die Base auch einzeln zu kaufen gibt, ist noch ein Nebenprodukt. Also wenn ich zum Beispiel eben 2 Kameras habe, dann hole ich mir nur ein einziges L-Bracket und zweimal eine Baseplatte und gut ist, dann habe ich 2 L-Brackets praktisch. Aber auch darum geht es heute nicht, deshalb zur Seite. Dann haben wir hier noch, und das ist jetzt das erste L-Bracket im Monoball-Fix-System, das ist das Monoball-Fix, das Mini-Monoball-Fix. Das ist für solche Kameras, so Systemkameras nennt man die. Und da passt es wunderschön. Ich bin hier in der Mitte, bin da in der Mitte. Tolle Sache. Wenn ihr es für so eine kleine Systemkamera kauft, dann schaut bitte, dass ihr das L-Bracket, diese Anti-Twist-Lip, dass ihr die bitte gleich mitbestellt. Weil in der Summary kostet einfach das L-Bracket und mit der Anti-Twist-Lip kostet deutlich weniger, als wenn man heute das L-Bracket und morgen die Anti-Twist-Lip bestellt. Und der Sinn ist natürlich der, ich kann es einfach aus sicher rechtwinklig an die Kamera montieren. Tolle Sache, aber auch darum geht es heute nicht. Deshalb das nächste. Das ist das hier. Das L-Bracket Universal. Wir vom Arca-Shop, oder speziell natürlich ich, tatsächlich, muss ich zugeben, ihr bestimmt jetzt 2 Jahre lang, vielleicht sogar noch ein paar Tage länger, für die Herstellung von diesem L-Bracket gekämpft. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, helft uns, dann können wir euch helfen. Ihr könnt uns helfen, indem ihr die Sachen bei uns bestellt. Wir liefern sie immer, wir liefern sie weltweit. Aber wenn ihr die Sachen bei uns bestellt, dann ist unser Wort bei Arca, dann gilt es einfach was. Und genau so kam es zu diesem L-Bracket. Was mag ich an dem L-Bracket? Das ist ein L-Bracket für das Monoball-Fix-System. Und ich persönlich mag das Monoball-Fix-System. Warum mag ich das? Ich spanne es hier auf, die Kamera rein, lass los, zack und fest. Hier, die Kamera wird nicht zu Boden fallen. Das ist einfach die neueste Entwicklung von Schnellwechselplatten. Das ist schnell und es ist sicher und es ist extrem wiederholgenau. Das ist eine super Sache, rein und fest. Ich kann zum Schluss, kann es nochmal ganz bisschen fixieren, muss es aber gar nicht. Einfach, ja, so, vielleicht noch fixieren. Das beste und fortschrittlichste Schnellplattensystem. So, und das gab es eben seither nur in der kleinen Ausführung. Und was macht jetzt der Fotograf, der eine größere Kamera hat mit einem Zusatzakku, der konnte es eben seither nicht verwenden. Und jetzt sind eben diese beiden Bügel hier, die haben die Länge, dass man die eben an so eine richtige, gute Kamera dranbringt oder eben auch eine größere Systemkamera. Und deshalb ist das eine tolle Sache. One more little thing. Jetzt kommt ein besonderes Bonbon. Dazu muss ich kurz den Kopf wechseln. Ich wechsle hier jetzt mal auf den Classic-Kopf zurück. Ihr habt ja die ganze Zeit gesehen, wie gut es in mein Monoball-Fix-System passt. Aber was passiert hier? Schaut mal. Ich bringe das einfach in mein Classic-System. Die Kameraplatte, die heißt deshalb universal, weil sie eben in beide Systeme passt. Die passt sowohl in das Monoball-Fix-System als auch in das Classic-System. Wenn man heute nicht weiß, welche Kameraplatte oder welches L-Bracket man sich bestellt, dann bestellt man das L-Bracket universal. Es macht mehr Spaß, es macht die interessanteren Fotos. Ich sag's mal so, für mehr Spaß an der Linse, ein L-Bracket.